Bei uns dreht sich zurzeit auch alles um diese blöde Präsentation. Welche Präsentation? Ja, für die neue Kollektion. Nur für auserwählte Gäste. Ausgerechnet du redest von Fehlern? Henny. Was? Gero hat Stefan nämlich zufällig geliebt. So geht das nicht. Na, ich will Ihnen schon zeigen, was hier geht und was nicht. Barbara von Sterne. Ich werde sie beide fertig machen. Kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Vielleicht schneller, als du denkst. Gratuliere. Mit dir habe ich gar nicht mehr gerechnet. Ich wollte eigentlich auch nur hören, was Clarissa zu deiner Kollektion sagt. Ich weiß gar nicht, warum sie hergekommen ist. Sie kennt doch bereits alles. Ja, sie bekommt offensichtlich nicht genug davon. Sprich doch nur für dich. Wir sehen uns später noch, ja? Danke nochmal für alles. Schon gut, schon gut. Keine Ursache. Ich umgebe mich gern mit schönen Frauen. Ja, komm, wir müssen fotografieren. Schau dir die an. Ich wusste ja, dass Christoph eine Vorliebe für antike Möbel hat. Aber dass er jetzt auch auf alte Schachteln steht? Bei Barbara würde mir als Mann aber wirklich nichts einfallen. Den ganzen Zirkus veranstaltet er doch nur, um mich zu provozieren. Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Das mache ich auch nicht. Charlie, ich brauche dringend deine Hilfe. Was hast du vor? Wenn Christoph morgen früh die Zeitung aufschlägt, soll ihn der Schlag treffen. Schon verstanden. Ist das nicht eine tolle Kulisse für eine Modenschau? Tja, traumhaft. Ja, die Kulisse ist wunderbar, aber was sich dahinter abspielt... Ich habe schon gehört, dass es zwischen Christoph und Clarissa kriselt. Oh, für Christoph ist die Krise schon vergessen. Hat er etwa schon eine neue? Dir keine Augen im Kopf? Das darf doch nicht wahr sein. Ist es aber. Unser braver Christoph hat ein Verhältnis mit Barbara von Stern. Und Clarissa muss sich diese Geschmacklosigkeit auch noch mit ansehen. Tja, er schreckt von nichts zurück. Räumst du etwa auf? Hast du meine Streetball-Schuhe gesehen? Nee. Aber die hat Iris bestimmt bei der letzten Altkleidersammlung mitgegeben. Sehr komisch. Na, so übel wie die ausgesehen haben. Ja, ich will mit den Dingern ja auch nicht auf den Abschlussball gehen. Sondern? Na, Streetball spielen. Du kannst Fragen stellen. Außer Streetball und deinem Computer hast du also zurzeit nichts im Kopf. Anna, soll das eine Umfrage über Freizeitplanung werden? Du weißt ganz genau, was ich meine. Was kann ich dafür, wenn der Typ jemand anders für seinen Kiosk genommen hat, nachdem Aki weg ist? Ich rede von deiner Zukunft, nicht von irgendwelchen blöden Hiwi-Jobs. Willst du wirklich nicht mehr zur Schule? Nö. Es bringt keine Kohle. Klar, lieber wartest du, bis irgendwo wieder ein Kiosk aufmacht. Nicht unbedingt. Ich könnte ja auch Zeitungen austragen oder ja, einen Frühstücksservice aufmachen. Na, ganz toll. Brötchen austragen ist bestimmt eine geile Sache. Und man wird auch so wahnsinnig schnell reich dabei. Zumindest wird man satt davon. Na, du musst es ja wissen. Ich werde mich auf alle Fälle um eine Praktikumsstelle kümmern. Hast du nicht schon mit der Schule genug am Hut? Schon, aber wenn ich Architektin werden will, muss ich mich langsam mal ranhalten. Warum fragst du nicht einfach Papa? Glaubst du, er kann mich brauchen? Du, das wirst du ihm schon klar machen. Haha. Es wird natürlich nicht ganz einfach werden. Macht nichts. Ich kriege ja jeden Morgen zur Stärkung frische Brötchen ins Bett. Und? Was macht die Liebe?
Welche Liebe? Okay, was macht Henning? Ach, Henning, tja. Was er heute macht, weiß ich leider nicht. Aber gestern Abend war er hier. Und? Und wir haben den Versuch gemacht, miteinander zu reden. Aber leider ist es bei dem Versuch geblieben. Warum denn? Er ist so bockig und so stur und wird immer gleich aggressiv, wenn ich irgendwas sage. Ich habe wirklich geglaubt, er hätte sich geändert. Eher engagiert sich Clarissa fürs Müttergenesungswerk. Hi. Hi. Hey, na, willst du was trinken? Ja, aber nur einen Saft. Ich muss nämlich noch fahren. Gut. Hallo. Ich freue mich total auf unseren ersten Einsatz. Wo soll's denn hingehen? In diese Burgruine da bei Kaiserswerth. Da macht ein Kollege von mir ein Interview mit Thea Weißbeck und ich mache Mit der Weißbeck? Mhm. Mit der Schriftstellerin Thea Weißbeck? Ja, die hat jetzt wieder ein neues Buch rausgebracht. Wahnsinn. Ich habe alles von ihr gelesen. Ist eine tolle Frau. Hast du schon was von ihr gelesen? Ich komme überhaupt nicht mehr zum Lesen. Ach komm. Zeit zum Lesen hat man immer. Nee, ich momentan wirklich nicht. Ist einfach zu viel passiert. Die Krankheit, der Umzug nach Köln, der neue Job. Und ein neuer Bruder. Mensch, Julia, warum hast du denn keinen Ton gesagt? Ich dachte, wir wären Freundinnen. Sind wir doch auch. Und warum hast du mir dann nicht gesagt, dass du Jan erst seit ein paar Monaten kennst? Wollte ich ja. Hätte ich schon noch gemacht, bei passender Gelegenheit. Arno? Kann ich dich kurz mal was fragen? Was gibt es denn? Ich würde gern ein Praktikum machen. Was denn für ein Praktikum? Na, du weißt doch, dass ich Architektin werden möchte. Und da habe ich mir gedacht, ob es nicht möglich wäre... Zwischendurch mal ein paar Häuser zu bauen. Nein, ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob ich nicht für eine Zeit bei dir in der Firma arbeiten könnte. Du willst auf dem Bau arbeiten? Bist du nicht ein bisschen jung? Das ist fürs Schulpraktikum. Nur so zum Reinschnuppern. Meinetwegen. Man kann sich ja nicht zeitig genug Gedanken über seine Zukunft machen. Oder wie siehst du das, Florian? Genauso. Was macht eigentlich deine Karriere, wenn ich mal fragen darf? Nachdem Aki weggegangen ist, hat jemand anders den Kiosk übernommen. Ich habe eigentlich weniger an den Kiosk gedacht als an die Schule. Oder ist dieses Thema für dich Arno, bitte. Der Junge wird seinen Weg schon machen. Da bin ich ganz ohne Sorge. Er offensichtlich auch. Also ich gehe da mal. Ein bisschen Bewegung kann nie schaden. Kommst du mit, Anna? Nee, ich muss noch was für die Schule machen. Frau von Anstetten, wie hat Ihnen denn die Kollektion gefallen? Frau von Sterneck ist als Designerin sicher ganz brauchbar, aber ich ziehe schlichte Eleganz zum modischen Schnickschnack vor. Was meinen Sie denn mit modischen Schnickschnack? Ja, sehen Sie sich doch das Zeug mal an, dann wissen Sie, was ich meine. Oh. Hat jemand Frau von Sterneck gesehen? Na. Vielleicht muss sie sich mal kurz erholen, so wie sie ihn den ganzen Tag belagert hat. Clarissa, ich bitte dich. Sagt dir eins, Charlie, die soll sich bloß zusammenreißen. Das ist immer noch mein Zuhause hier. Was zu beweisen ist. Glaubt ihr im Ernst, die kann mir meinen Mann ausspannen? Wer meinen Mann ausspannen will, der muss früher aufstehen. Oder sollte ich besser sagen, hätte später geboren werden müssen. Naja, vielleicht erbarmt er sich mal aus Mitleid, dann tut er wenigstens ein gutes Werk. Wie kann dir Christoph nur sowas antun? Er hat noch nie Rücksicht auf mich genommen. Hat er dich denn wenigstens darauf vorbereitet, dass Barbara und er, naja, sich zurzeit so gut verstehen? Wäre ich dann hierher gekommen? Gräfin Anstetten, ich habe gehört, in Ihrer Ehe herrscht momentan das große Chaos. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, Ihr Mann soll es mit der Treue nicht so genau nehmen. Was reden Sie denn da für einen Unsinn? Ich gebe nur weiter, was man mir erzählt hat. Dann behalten Sie Ihren Schwachsinn gefälligst für sich. Unsere Ehe funktioniert bestens. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Naja, für die Fotos ist es ja ganz nett hier. Aber das Interview hätte ich auch in der Redaktion machen können.
Ja, so erledigen wir gleich alles auf einmal. Und ich lerne Frau Weißbeck mal persönlich kennen. Ich glaube ja nicht, dass das hier jemand interessiert. Ich habe alle ihre Bücher gelesen. Kennen Sie vielleicht Warten auf die Dämmerung? Man merkt, dass du noch neu bist. Wo kommen wir denn da hin, wenn ich für jedes Interview vielleicht die Bücher dazu lesen würde? Ein Lebenslauf, ein paar Artikel aus dem Archiv. Das muss vollkommen reichen, auch für Frau Thea Weißbeck. Naja, also mich würde ja schon interessieren, ob Ihr Roman autobiografische Züge hat. Könnten Sie vielleicht das mal fragen? Ich frage Sie das, was unsere Leser interessiert und nicht das, was eine vorwitzige Fahrerin wissen will. Hm? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee. Das Denken kannst du in diesem Fall mir überlassen. Ich werde dafür bezahlt. Also wie auch immer, Frau Weißbeck kann jeden Moment hier sein. Wahnsinn, was die damals schon alles gebaut haben. Wolkenkratzer in New York. Vorbote des Art Deco. Aha. Wollen wir da einziehen? Nee, das kaufen wir von deinem nächsten Gehalt. Du geh erst mal unter die Dusche. Ja, gleich. Na hopp. Ist noch irgendwas? Ich habe einen Entschluss gefasst. Ja, ich bin in mich gegangen und habe mich gefragt, Florian, was willst du eigentlich mit deinem Leben anfangen? Andere fragen sich das auch. Ja, und urplötzlich kam mir die Erleuchtung. Ich werde wieder zur Schule gehen. Willst du uns verarschen? Aber erst fahre ich für eine Weile nach England. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Man hat mir einen Schüleraustausch nach Cambridge angeboten. Wie denn das? Glück muss man haben. Ich bin vorhin meinem Klassenlehrer über den Weg gelaufen und der hat mir erzählt, dass jemand ausgefallen ist. Da hat er es mir angeboten. Und wieso gerade dir? Ja, wem denn sonst? Auf mich wartet ganz England. Mhm. Und wer bezahlt das? Ich mit Sicherheit nicht. Hab doch gewusst, dass der Junge seinen Weg macht. Ja, auf meine Kosten. Also das muss es dir schon wert sein. Willst du nicht endlich mal duschen gehen? Ja. Madam, your wish is my command. Na? Stimmt was nicht? Ja, du hast doch was. Ich will dich damit nicht belasten. Es ist wegen Christoph, hm? Und wegen Barbara. Ausgerechnet auf Friedenau muss sie ihre neue Kollektion vorführen. Was hat sich Christoph nur dabei gedacht? Na, immerhin sind sie alte Freunde. Ja, deswegen muss sie sich nicht ständig an ihn ranmachen. Das ist alles ein bisschen eng, finde ich. Er hat mich total lächerlich gemacht. Das war bestimmt nicht seine Absicht. Gut, ich hab Fehler gemacht. Aber sowas habe ich wirklich nicht verdient. Und was halte ich dich mit meinen Problemen auf? Dir bin ich ja auch schon längst egal. Ach, Clarisse, was redest du für einen Unsinn? Julia will auch nichts mehr von mir wissen. Ja, sie hat eben viel zu tun. Sie wird sich bestimmt bei dir melden. Ich weiß nicht mal, wie es ihr geht. Es geht ihr prima. Ich habe mit ihr telefoniert. Wie beruhigend. Ich werde ihr sagen, dass sie sich bei dir melden soll. Ich treffe sie nämlich gleich auf so einem Termin. Sie hat einen Teil ihrer Ausrüstung vergessen. Dann will ich dich nicht länger aufhalten. Ja, Clarisse, wenn du meine Hilfe brauchst, dann musst du einfach nur Bescheid sagen. Schon in Ordnung. Komm allein zurecht. Ach, was ich sagen wollte. Maren kommt mich morgen mal besuchen. Wer ist Maren? Also, du weißt doch, die Bekannte von Florian da aus dem Computer. Ich hab dir doch von dem Mädchen erzählt, das Florian in Wuppertal besucht hat. Die Taubstumme, die Comics zeichnet. Was ist mit ihr? Sie kommt mich morgen besuchen. Bleibt sie zum Essen? Ich meine, soll ich irgendwas vorbereiten? Nur keinen Aufstand. Sag mal, wie kann man sich denn mit ihr verständigen? Das geht nur über Gebärdensprache. Ich habe keine Ahnung von sowas. Das war nur ein Witz. Sie kann ziemlich gut von den Lippen lesen. Außerdem will sie ja sowieso noch was von Florian wissen. Und seine Lippen kennt sie ja bereits. Mann, seid ihr blöd. Kinder, wir sollten uns da ganz souverän verhalten. Irgendwie kommen wir schon zurecht. Na, du verdrückst dich da sowieso wieder, wie ich dich kenne. No, ich habe zwar jede Menge zu tun, aber diese junge Dame... Hallo, falls es jemanden interessiert.
Ich bekomme morgen Besuch und ich werde mich auch drum kümmern. Ich wollte doch nur, dass wir uns gut verständigen können. Also erst die altklugen Ratschläge geben und sich dann in die Hosen machen. Du, beherrsch dich mal. Du hast gestern selber gesagt, Behinderten gegenüber soll man sich so normal wie möglich geben. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich möchte lediglich, dass sie sich bei ihrem ersten Besuch hier wohlfühlt. Es wird wahrscheinlich auch ihr letzter sein, okay? Man wird ja wohl noch drüber reden dürfen. Frau Weißbeck, warum begnügen Sie sich in Ihrem neuesten Roman nur mit Andeutungen zur politischen Situation? Wenn Sie mein Buch gelesen haben, dann... Natürlich. Dann wissen Sie, dass es in erster Linie um Emotionen geht. Politik spielt bewusst eine untergeordnete Rolle. Aber Sie können doch keine Geschichte losgelöst vom gesellschaftlichen Kontext erzählen. Das habe ich auch nicht getan, aber Politik ist nur einer von sehr vielen Bereichen innerhalb dieses Kontextes. Oder erzähle ich Ihnen da etwas Neues? Nein, aber Ihre weibliche Protagonistin ist ja wohl eher eine schwache Frauenfigur für diese Zeit. Sie scheinen nur recht wenig über die feministische Bewegung zu wissen, aber mein Buch haben Sie anscheinend überhaupt nicht begriffen. Ich wüsste auch nicht, was daran so schwierig sein soll. Und selbst ein Depp wie ich steigt da gleich hinter. Ich befürchte, Sie haben keinen blassen Schimmer, wovon Sie reden. Und von der Zeit, in der diese Geschichte überhaupt angesiedelt ist. Das ist ja wohl auch nicht die Frage. Oh doch, denn ansonsten stellt sich für mich die Frage, warum wir überhaupt weiterreden. Nun, also diese Geschichte ist auf eine gewisse Art zeitlos. Und gerade da liegen ja meine Bedenken. Wann ist sie denn angesiedelt? Nun ja, wie ich schon sagte, sie ist zeitlos, auch wenn sie... Anfang 18. Jahrhundert. Genau, wenn sie im frühen 18. Jahrhundert spielt. Tja, bei so einem spannenden Thema kann man glatt die Zeit vergessen, in der die Geschichte spielt. Ich glaube eher, dass der junge Mann vergessen hat, mein Buch zu lesen. Aber er hat ja glücklicherweise eine sehr belesene Kollegin mitgebracht. Welche Zeit kommt Maren denn? Wir haben uns so gegen Mittag verabredet. Aha. Und wie kommt sie hierher? Ich nehme an, mit dem Zug. Geht ja ganz einfach von Wuppertal. Oh, Florida, solltest du sie aber vom Bahnhof abholen. Mama, bitte. Also ich glaube eher, dass ihre Eltern sie herbringen. Ist doch viel einfacher für sie, oder? Ich sag's euch, sie ist morgen Mittag pünktlich hier. Wie ist nicht euer Problem? Naja, wenn sie von Lippen ablesen kann, dann werden wir uns schon irgendwie verständigen. Also denkt dran, redet deutlich. Ja, und vor allen Dingen langsam. Ich verstehe gar nicht, was ihr habt. Ihr tut gerade so, als ob Maren nicht ganz dicht sei. Sie ist taubstumm, aber nicht bescheuert. Ja, ist ja gut. Und wenn man ganz normal mit ihr redet, kann sie auch alles verstehen. Also stellt euch jetzt bloß nicht so an. Ich staune trotzdem, dass sie gar keine Begleitperson braucht. Sie kommt ganz gut allein zurecht. Vielleicht rufst du doch mal ihre Mutter an. Wir sollten auf alle Fälle fragen, ob sie nicht doch... Ich weiß gar nicht, was das alles soll. Morgen kommt eine Bekannte von mir. Okay, sie ist ein bisschen anders, aber das ist noch lange kein Grund für euch, so ein Theater zu machen. Jetzt mach mal aber einen Punkt. Wir versuchen alle nur, dir zu helfen. Und der Einzige, der verrückt spielt, bist du. Super, dass du das noch geschafft hast. Schon okay. Danke dir. Du bist bestimmt nicht nur wegen des Interviews gekommen, hm? Ach, weißt du, der ganze Bürokram kann auf Dauer ziemlich langweilig sein. Ja, da ist es schon interessanter zuzuhören, was Nicole zu erzählen hat, hm? Genau. Nie war sie wertvoller als heute. Ja. Ich wusste jedenfalls zum Schluss nachher nicht mehr, wer mich jetzt eigentlich interviewt hier. So, dann will ich mal. Unsere Fahrerin kann Sie gerne noch ins Hotel bringen. Nein, danke, unten stehen Taxis. Ich mache das aber wirklich gern. Warum arbeiten Sie eigentlich als Fahrerin? Sie sind viel zu schade für sowas. Sie sollten fürs Feuilleton schreiben. Tja, eigentlich würde ich ja auch viel lieber... Reich Ranitzky im literarischen Quartett ablösen. Nein, aber irgendwann mal würde ich gerne ein Buch schreiben, so wie Sie. Ja, und wenn der erste Bestseller rauskommt, treffen wir uns auf der Buchmesse. Ich mache die Fotos. Und Wolfgang vielleicht das Interview? Würden Sie ihm vorher das Buch geben? Lesen müssen Sie dann schon selber. Darf ich nochmal? Ja, bitte. Super, danke. Also, auf Wiedersehen zusammen. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke, mir auch. Also das war das erste und letzte Mal, dass mir jemand ins Interview reingequatscht hat, ja? Kapiert? Sie hat hier nicht reingequatscht. Sie hat dich gerettet.
Ich habe schon viel schwierigere Situationen gemeistert. Ich brauche keine Soufflöse. Ohne Soufflöse hätten Sie jetzt gar kein Interview. Und sie hat bald keinen Job mehr, wenn sie nicht das nächste Mal die Klappe hält. Ich wette, bei Ihrer Begabung sind Sie Ihren Job viel schneller los. Jetzt wird bloß nicht unverschämt. Was geht dich das Ganze an? Moment mal, Nicole ist eine gute Freundin von mir. Und wenn Sie nicht aufhören, sie fertig zu machen, dann kann ich sehr böse werden. Das wird der Satellit. So. Die letzten Gäste sind wir los. Schlecht gelaunt? Was gab's denn? Euch gab's. Dich und Barbara. Und das reichlich. Haben Sie die Kollektion verrissen? Ach, im Gegenteil. Die Kollektion wurde mit keinem Wort erwähnt. Worüber haben die denn dann berichtet? Die haben behauptet, dass Barbara der Grund für deine Scheidung von Clarissa ist. Wie bitte? Barbara wusste schon, warum sie Angst vor Clarissa hatte. Wahrscheinlich hat sie die Typen sogar bezahlt. Ja, das halte ich für möglich. Ja, natürlich. Damit sie als die arme, betrogene Ehefrau dasteht. Hat Barbara den Bericht gesehen? Nur die erste Minute. Und wo ist sie jetzt? In der Küche. Ich glaube, sie wollte sich besaufen. So. Jetzt ist das maßvoll. Gib mal hier. Ich nehme das. Danke. Puh. Dem hast du aber ganz schön die Meinung gesagt, hm? Hoffentlich bekommt ihr keinen Ärger deswegen. Glaube ich nicht. Der ist zwar ein Arsch, aber nicht nachtragend. Danke nochmal, dass du mir das Objektiv gebracht hast. Kein Problem. Ich wollte mich auch nur mal bedanken. Ich hätte mich ja nicht einmischen sollen. Nee, ich fand's wirklich toll. Ach, ich konnte gar nicht anders. Ich musste was sagen. Habe ich gemerkt. Also, wenn das die Belohnung sein soll, dann mache ich das in Zukunft häufiger. Ach, solche blöden Reporter abzuwimmeln. Das ist meine Spezialität. Ich gehe mal zum Auto, hm? Warte, wir kommen mit. Wir wollten keine Wurzeln schlagen. Komm. Am liebsten würde ich Maren für morgen absagen. Wegen Cambridge. Quatsch. Wegen meiner Familie. Stellen sich an, als ob die Queen persönlich zum Tee kommt. Du meinst doch nur gut. Ja, und gerade das nervt. Sonst kümmert er sich ja auch nicht darum, wer mich besucht. Und deswegen willst du ihr absagen. Das wäre doch noch viel peinlicher. Ich hab einfach Schiss von einer Riesenblamage. Außerdem möchte ich sie auch endlich mal kennenlernen. Eifersüchtig? Kann schon sein. Dann sage ich ihr natürlich nicht ab. Naja, begeistert war sie ja nicht gerade, wie wir uns nach dem Interview geküsst haben. Ach, so ein Quatsch. Ich wollte nur nicht stören. Ehrlich? Ja, was denn sonst? Naja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Ja, Marian ist mein Bruder. Das ist mir doch egal, wen der küsst und wen nicht. Wie normale Geschwister geht ihr aber nicht gerade miteinander um. Ach, Quatsch. Mir kannst du es doch sagen. Da gibt es nichts zu sagen. Ich kann ja verstehen, dass es dir vielleicht unangenehm ist oder sowas. Nicole, es ist mir nicht unangenehm. Das macht dir also wirklich nichts aus? Was soll mir denn was ausmachen? Dass wir beide in den gleichen Mann verliebt sind.